Moin, ich heiße Tibor und ich möchte mit dir heute die Frage klären, wieso sollte man seine Gitarre auf Drop A, also auf ein tiefes A runterstimmen? Welche Vorteile gibt es, welche Nachteile? Und wie du sehen kannst, benutze ich eine siebensaitige Gitarre. Wenn du eine sechssaitige Gitarre hast, dann ist das auch cool. Vielleicht kannst du auch ein paar Punkte mitnehmen, denn prinzipiell kannst du auch deine Sechsseite auf A runterstimmen. Los geht's! Zunächst solltest du dir die Frage stellen, wieso willst du eigentlich deine Gitarre tiefer stimmen? Ich denke, da geht's, wenn dann, um zwei Punkte. Der erste ist, du willst einen tiefen, fetten Sound haben und entweder, wenn du eine Siebenseite hast, deine H-Seite auf dem A runterstimmen, dass er noch tiefer wird. Sehr, sehr im Trend die 7, 8 und mittlerweile 9 Seite, die es da gibt. Oder du willst halt mehr Flexibilität. Mancher würde sagen, du willst es dir einfach machen, indem du halt Power Chords nicht mehr so greifen musst, sondern halt nur noch mit einem Finger. Ja, da kommen wir noch später hinzu. Für mich war entscheidend, ich habe früher auch eine Sechsseiter gespielt, fand die immer ein bisschen zu hoch und habe mich dann dazu entschlossen, einfach alle Seiten einen Ganzton tiefer zu stimmen und die tiefste Seite noch zwei Extratöne. Also das war dann eine Drop C Stimmung. Fand ich eigentlich vom Sound sehr geil. Das Problem war nur, dass die Seiten sehr, sehr schlabberig wurden. Also ich meine, auf der einen Seite kannst du Bendings machen bis in die Unendlichkeit, ja, das ist schon cool, aber du verlierst damit auch ein bisschen Kontrolle, also gerade was das Picking halt betrifft. Und trotzdem fand ich es ein Problem, dass ich nicht Songs nachspielen konnte, die in Standardstimmung waren. Ja, also das war dann unmöglich. Ich hätte da natürlich ein Capo im zweiten beziehungsweise bei Drop C im vierten Bund halt dran machen können, die tiefste Seite ein bisschen hochstimmen können. Das hätte schon funktioniert, aber ich fand das alles unpraktikabel. Ja, wie du weißt, gibt es ja auch einige Bands, die so eine Stimmung benutzen. Also ich glaube, die populärsten Vertreter sind Korn. Ich glaube auch Slipknot haben ein paar Songs in Drop A gespielt. Es gibt auf jeden Fall einige Bands, nicht ohne Grund. Also mit einer Drop-Stimmung kannst du halt ganz einfach die drei Leerseiten der tiefsten Seiten klingen lassen und dabei ganz schnell zu hohen Akkorden wechseln, was dir mit den normalen Power Chords nicht möglich ist. In erster Linie machst du es dir halt einfacher beim Spielen. Wenn du einen Power Chord spielen kannst, ohne immer so greifen zu müssen, ja, sondern einfach nur mit einem Finger und dadurch mit den Leerseiten auch einen Power Chord erhältst und auch in den oberen Lagen immer nur einen Finger brauchst, um den Power Chord zu spielen. Zum Beispiel so. Das war jetzt natürlich schon ein bisschen übertrieben, aber du verstehst, worauf ich hinaus. Ja, das kannst du mit einer Standardstimmung so nicht spielen, dass du immer die tiefsten Seiten halt mit klingen lässt und da schnell in die oberen Lagen halt wechselst. Und gerade mit einer Siebenseite hast du halt letztendlich auch eine sechsseitige Gitarre in Standardstimmung immer bei dir, mit der du alle Standardsachen spielen kannst, Jazz, Pop oder worauf auch immer du Bock hast.
wenn man bei einer 7-Seite auch noch eine standard getunte Gitarre im Prinzip ja auch mit eingebaut hat, dann heißt das, man kann auch die ganzen Standardakkorde spielen. Also Barré zum Beispiel, die mit einer 6-seitigen in Drop-Stimmung nicht machbar wären, zum Beispiel. Bei einer 7-Seiter in Standardstimmung kannst du auch nicht Barré-Akkorde spielen. Also ich kann dir das mal demonstrieren. So, wenn ich jetzt meine tiefste Seite auf dem Standard H habe, so meine Power Chords, ja, und wenn ich jetzt hier irgendwie einen Dur-Akkord spielen will, dann geht das halt natürlich bis zu einem gewissen Punkt. Wenn ich den aber als Barré durchdrücke, ekelhaft. Das ist einfach unpraktikabel, weil die tiefste Seite hast du dann eigentlich nur, um halt dicke, tiefe Riffs untenrum rauszuhauen. So, und wenn ich jetzt nochmal tiefer stimme, so, also wieder auf A, dann heißt das jetzt nicht automatisch, ich kann halt nur noch Power Chords spielen. Man muss sich da natürlich ein bisschen umgewöhnen, ja, also Skalen, Tonleitern, die du spielst, musst du dann auf der tiefsten Seite verhältnismäßig immer 2 Töne höher spielen, aber das ist immer noch machbar, ja. Also du kannst immer noch super tiefe Akkorde spielen, die auch ein bisschen jazzy sind, also so zum Beispiel Septimakkord. Ja, finde ich eigentlich auch immer noch fett. Und den Trick, den du vielleicht auch schon kennst, dass wenn man bei einer 6-Seiter einen Powerchord spielt, wo der Zeigefinger den Grundton auf der A-Seite spielt, also sind wir jetzt einfach mal im dritten Bund, also C. Und manche machen das dann auch so, dass sie noch den Zeigefinger eine Seite tiefer mitgreifen und dadurch noch eine extra Quinte hinzubekommen. Klingt das dann so. Kann man auch durchgreifen, als Barré richtig durchdrücken. Und mit einer 7-Seiter kannst du natürlich einfach den Zeigefinger noch weiter runternehmen. Kommt noch eine Oktave hinzu und dann klingt das so. Beziehungsweise so. Ja, und wie ich vorhin schon sagte, abgesehen von der tiefsten Seite, behalten die übrigen Seiten ihre Spannung bei. Das heißt, wenn du jetzt eine Gitarre in normale Stimmung hast und eine in Drop-Stimmung, also 2 6-seitige Gitarren, musst du dich nicht ständig umgewöhnen. Bei der einen musst du halt mehr Kraft aufwenden, um Bendings zum richtigen Ton zu bringen, sondern hast halt immer einen und den gleichen Widerstand. Ja, und damit kommen wir eigentlich auch schon zu einem der Nachteile, der Problemchen, die so eine Stimmung mit sich bringt, nämlich die Spannung der tiefsten Seite. Als ich mit einem Standardseitensatz einfach mal die tiefste Seite um 2 Halbtöne auf A runtergestimmt habe, dann hat die Seite nur noch auf den Bünden geschlabbert. Ja, es gab halt immer so ein krasses Rasseln, total unangenehm, was natürlich auch dafür sorgt, dass die Seite nicht so lange schwingt, also nicht so lange klingt. Das wollen wir ja alle vermeiden. Wir wollen ja ein langes Sustain, also dass die Saiten schön lange klingen können. Und gleichzeitig ist mir aufgefallen, wenn du die Gitarre stimmst, dass die tiefste Seite, also das müsste ja auf dem Stimmgerät immer ein A anzeigen, das ist halt ganz schwer, das A überhaupt hält. Wenn du ein bisschen stärker anschlägst, dann schlägt das Stimmgerät immer über das A und wandert dann halt ziemlich rapide nach unten. Und je tiefer die Saiten sind, desto eher hast du dieses Phänomen. Aber du willst das natürlich minimieren. Also, was macht man, um dem Einhalt zu gebieten? Man zieht halt eine dickere Seite auf. Das sorgt dafür, dass auch wenn du die tiefer stimmst, dass die Spannung halt erhalten bleibt. Und das wiederum sorgt dafür,
dass du halt bestimmte Sachen anpassen musst. Erstmal musst du gucken, wie dick muss die Seite überhaupt sein. Ich glaube, bei einem Standard 7-Seiter Satz ist die tiefste Seite 56 oder sowas in der Richtung. Und ich habe mich dann peu à peu nach oben gearbeitet, weil ich halt gesehen habe, auch bei einer 60er, 64er, 68er oder was es nicht alles gibt, hat das halt immer nur so, es wurde immer ein Stück besser, aber es war halt noch nicht optimal. Bis ich dann irgendwann eine 70er aufgezogen habe. Mehr geht bei dieser Gitarre zum Beispiel gar nicht, weil ich sonst die Seite hier oben gar nicht mehr durch das Loch bekomme, ja. Da musste ich beim ersten Mal relativ kräftig ziehen. Mittlerweile hat sich das wahrscheinlich auch da ein bisschen ausgefeilt oder das funktioniert jetzt reibungslos, aber das wäre schon mal ein Punkt. Dann musst du natürlich auch gucken, ob am Sattel überhaupt genug Platz ist, wenn du dir hier so ein Oschi durchziehst. Die Seite soll ja nicht hier oben auf dem Sattel liegen, sondern in der Nut drin liegen. Es kann sein, dass du die dann halt ein bisschen ausfeilen musst. Und trotzdem bleibt ja noch immer das folgende Problem. Wenn deine Seite dicker wird, braucht sie auch mehr Platz von den Bundstäben bzw. vom Griffbrett, um halt noch in alle Richtungen ausreichend schwingen zu können. Und das bedeutet, dass du unter Umständen die Seitenlage anpassen musst. Also zum Beispiel den Steg ein bisschen verändern. Ich kann bei meinem nur oben und unten eine Schraube reindrehen oder rausdrehen, sodass ich das Teil im Prinzip so in der Höhe verstellen kann. Aber das sorgt natürlich auch immer dafür, dass wenn ich hier einfach den Steg halt nach oben bringe, dass nicht nur meine tiefste Seite mehr Abstand gewinnt, sondern halt auch mindestens die nächsten 2, 3 Seiten. Und das macht sich beim Spielen, ist das nicht immer cool, ja. Das ist natürlich auch Geschmackssache. Wenn du keine Probleme hast mit einer hohen Seitenlage, dann ist das cool. Probier es aus, aber du wirst halt nicht drum rumkommen, deine Gitarre einzustellen oder was ich dir empfehle, wenn du dich damit nicht auskennst, die einstellen zu lassen. Es ist ja nicht nur so, dass man jetzt hier ein bisschen ausfeilt und hier zweimal mit der Schraube dreht und dann ist es das. Wenn du solche Einstellungen an deiner Gitarre vornimmst oder den Halsspannstab, ja, bei den meisten Gitarren steckt der halt hier unter so einer kleinen Platte, bei manchen ist die auch hier irgendwo versteckt. Und damit kannst du einstellen, wie sehr der Hals gebogen ist, ob der halt so oder ob der sich ein bisschen, also im Idealfall ist er leicht so geneigt, aber das ist ein ganz anderes Thema. Wenn du nicht weißt, was du da machst, würde ich dir empfehlen, nicht einfach rumzuprobieren, weil am Ende machst du noch einen Schaden an deine Gitarre oder du machst es viel schlechter, als es vorher war und die ist dann nicht mehr oktavfrei, ja, du hast dann nicht mehr im 12. Bund den gleichen Ton, den du mit der Leerseite hättest. Da kann man auch einiges verkehrt machen. Und wenn du weißt, wie das so im Groben funktioniert, plan dir auf jeden Fall einiges an Zeit ein, weil du wirst die brauchen. Aber da gibt es schon genug coole Videos auf YouTube zu dem ganzen Thema. Da möchte ich jetzt hier nicht näher drauf eingehen. Ich bin jetzt mit meinem Setup soweit zufrieden. Ich habe aber auch schon von einigen gehört, die finden, bei ihrer Gitarre ist der Sound halt muffig, wenn sie sich eine sehr dicke tiefste Seite aufziehen. Das verändert natürlich auch den Klang, je nachdem wie viel Material hier wirklich wabert, aber ich kann mich soweit nicht beklagen. Wie man das Problem mit der Seitenspannung natürlich auch umgehen kann, ohne sich jetzt so einen dicken Oschi hier aufziehen zu müssen, ist zum Beispiel mit einer verlängerten Mensur. Ja, es gibt ja heute bewusst solche Bariton-Gitarren, die eine verlängerte Mensur haben. Das heißt, die Seite hat einfach mehr Platz zum Schwingen. Dadurch kann man auch unter Umständen ein bisschen dünnere drauf lassen, auch wenn man die noch tiefer stimmt, ohne da gleich Probleme mit dem Schlabbern der Saiten zu kriegen. Oder auch schon seit einer Weile im Trend diese Fanned Frets, also gefächerte Bünde, die nicht etwa in erster Linie aus ergonomischen Gründen da sind, falls du das gesehen hast, ja, die Bünde sind dann hier so angeordnet und dann hier am Ende so. Dabei geht es aber vor allen Dingen auch darum, die Länge der tiefsten Seiten zu erhöhen. Ja, der Steg ist dann auch so angewinkelt und beim Sattel genau das gleiche Spiel in die andere Richtung, der ist dann halt so und dadurch liegt die Seite halt auch erst weiter hinten auf und kriegt halt schon insgesamt ein ganzes Stück mehr Platz zum Schwingen. Ein weiterer Nachteil so einer tiefen Stimmung ist, du brauchst einen passenden Amp. Gut, den brauchst du, je nachdem welchen Sound du haben willst,
eigentlich immer. Aber wenn du gerade auf so einen Vintage-Sound stehst, auf alte Verstärker oder du hast irgendwoher einen, dein Vater hat dir noch einen gegeben oder deine Mutter, dann ist es unter Umständen ein Problem, weil gerade alte Verstärker sind nicht dafür gebaut worden, so eine super tiefe Stimmung auch ordentlich wiederzugeben. Ich habe zum Beispiel auch einen Lenny gespielt, der älter ist als ich und ich fand den halt immer vom Sound her mega cool, aber je tiefer ich gegangen bin von der Stimmung her, desto matschiger wurde der Sound. Entweder trickst du dann ein bisschen rum mit einem Equalizer oder mit anderen Pedalen, die du vorschaltest, das geht natürlich immer. Wenn du aber die Zerre von deinem Amp benutzen willst, dann solltest du schon irgendwas Zeitgemäßes dir holen. Ich habe jetzt hier von Victory den Kraken mir geholt, der halt genau für solche tiefen Extended Range Stimmung gebaut worden ist und das halt super klar wiedergibt und einen wesentlich schneidigeren Sound hat. Ja, also gerade wenn du die Zerre halt reinhaust, untenrum nicht so viel Matsch und Bässe erzeugt, die dann eigentlich die Bassgitarre übernehmen soll. Ja, und wenn du eine Drop-A-Stimmung auf einer 7-Seite haben willst, bedeutet das natürlich, wenn du dir deswegen eine 7-Seite zulegst, dauert der Seitenwechsel immer ein bisschen länger und die Seiten kosten mehr, weil die tiefste Seite ist bei mir immer eine Einzelseite, die ich dazu kaufen muss. Es gibt keinen Seitensatz, bei dem du eine 70er Seite und ein Standard-Tuning mit dabei hast. Das ist vielleicht eine Marktlücke, wenn ich so drüber nachdenke, aber ja, kostet halt immer ein paar Euro extra. Ja, und zu guter Letzt, was eigentlich ein Vor- und ein Nachteil gleichzeitig ist, ist halt der fette, tiefe Sound. Also so geil es sich auf der Gitarre halt anhört, wenn du so super tief spielen kannst, du machst dir in Bands beziehungsweise bei Bassisten nicht immer Freunde damit. Also es geht schon dabei los, dass wenn du mit einem Bassisten zusammen Musik machen willst, der einen Vierseiter spielt, er kann nicht eine Oktave unter dir spielen, es sei denn, er passt seine Stimmung halt massiv an. Wenn du einen Bassisten hast mit einem fünfseitigen Bass, ist das halt das gleiche Problem, was wir jetzt schon hatten. Er müsste halt seine tiefste H-Seite runter auf A stimmen und das so bei einem Bassisten noch viel mehr zu dem Problem, dass die Saiten halt schlabbern, dass er sich noch dickere Saiten aufziehen muss. Und das bedeutet für ihn halt auch, dass er, wenn du nur tiefe Riffs spielst, er im Subfrequenzbereich ist. Das heißt, eigentlich Töne produziert, die man eher spüren als hören kann, was live natürlich saugeil ist, aber gerade beim Aufnehmen schon ein bisschen Probleme bereiten kann oder was heute ja viele machen, sich auf einem Telefon Musik reinziehen, du diesen Bass halt gar nicht mehr hören wirst. So bei 60 Hertz ist so die Grenze von Subfrequenzen, von Subbässen und streng genommen ist eigentlich schon das tiefe A von der Gitarre dann schon eine Subfrequenz. Die Tonabnehmer, die Gitarre erzeugen natürlich Obertöne, dass man das trotzdem, das A noch gut hören kann, aber man spürt es halt schon, dass es halt untenrum so schön bassig wird. Ja, und dann kannst du dir vorstellen, noch eine Oktave tiefer heißt dann halt 27,5 Hertz und das ist schon krass tief, da hörst du halt nicht mehr viel. Ja, das war's eigentlich auch schon. Ich hoffe, du konntest ein paar Punkte aus dem Video mitnehmen, die neu für dich waren. Wenn ich noch irgendwas vergessen haben sollte, dir weitere Vor- oder Nachteile einfallen zu diesem Thema, knall sie einfach unten in die Kommentare. Ja, wenn du noch Bock hast, dann schau mal auf meinem Channel, da gibt es ein paar Riffs, paar Songideen von mir, alle in Drop A gespielt. Kannst du gerne mal reinschauen, wenn du Bock hast. Ja, dann lass es dir gut gehen, bleib geschmeidig. Ahoi.